Jeder Tag bietet uns die Chance, ein ganz neues und anders geartetes Heute zu kreieren. Wir haben aber auch die freie Wahl, aus der Vergangenheit Dinge in unseren heutigen Tag zu nehmen und können so einen einzigartigen, auf uns individuell abgestimmten Tag erschaffen. Für mich gehört in jeden Winter das Grünkohlessen. Und da wir letzten Winter irgendwie keinen Grünkohl gegessen haben, ist diesen Winter die Vorfreude so groß, dass es schon im Spätherbst die erste richtige Grünkohlmahlzeit gibt. Und auch wenn ich da vieles probiert habe und immer wieder auch neue Wege gegangen bin, muss ich sagen, dass ich gekochten Grünkohl nur so mag, wie ich ihn schon immer koche. Eine alte Tradition, die mir im Hier und Heute sehr gut tut und meinen Körper nährt, stärkt und mir sehr wohlige, heimelige Gefühle beschert. Ebenfalls etwas aus vergangener Zeit sind die Grünkohlchips. Etwas, das ich aus meiner Rohkostzeit mitgenommen habe. Die Rohkosternährung hat sich für mich zu 100% nicht in meinem Alltag als passend und förderlich erwiesen. Aber dennoch war diese Zeit für mich eine sehr lehrreiche Zeit, aus der ich sehr viel Gutes mitgenommen habe. Und so sind die Grünkohlchips etwas, das mir ebenso sehr ans Herz gewachsen ist, was ich sehr genieße. Was aus einer vergangenen Zeit ist, aber aus einer anderen Zeit, aus einer sehr viel jüngeren Zeit als der gekochte Grünkohleintopf.
So haben wir jeden Tag aufs Neue die Wahl, unser Leben mit alten Dingen zu schmücken und von ihnen zu profitieren, von den Erfahrungen, die wir gemacht haben, von dem, was wir gelernt haben und uns somit ein noch besseres Heute zu kreieren. Keine Erfahrung, die wir gemacht haben, war umsonst. Wir können aus allem etwas Gutes mitnehmen, wenn wir denn beschließen, das Gute daran auch sehen zu wollen. Und mit jeder weiteren Erfahrung, mit jeder weiteren Phase, die wir in unserem Leben durchstehen, haben wir danach einmal mehr die Chance, unser Heute gesünder, leichter, besser und irgendwie wunderbarer zu gestalten, als es sonst schon wäre. Das Rezept für meine rohköstlichen Grünkohlchips findet ihr übrigens auch auf meinem Kanal in einem meiner älteren Videos. Ich schaue mal, ob ich es euch hier noch verlinken kann. Hallo ihr Lieben, ein wenig heiser. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr hattet eine ganz, ganz tolle Woche und habt sie so richtig genießen können. Auch wenn es nun dunkler ist, die Uhren wurden umgestellt und wir steuern wieder auf die kürzesten Tage des Jahres zu. Und für viele ist das ja genau auch die Schwierigkeit an dieser Jahreszeit, die Dunkelheit. Und ich finde es auch manchmal ein bisschen schwierig und gerade jetzt, wo mir ja der Sommer fehlte, bin ich eigentlich noch gar nicht so weit. Ich genieße diesen wahnsinnig schönen goldenen Herbst, aber dennoch bin auch ich noch nicht so wirklich so weit. Aber trotzdem habe ich es diese Woche zelebriert, mir einen schönen Nachmittag und einen schönen Abend zu gestalten und dafür zu sorgen, dass die Dunkelheit mir etwas Gutes gibt oder andersrum ausgedrückt, dass ich das von dieser Dunkelheit nehme, dass es mir Gutes geben kann oder dass ich mir Gutes nehmen kann. Dass ich mich nicht so sehr darauf fixiere, das ist irgendwie doof und eigentlich bin ich noch nicht so weit und eigentlich will ich das gar nicht, sondern auch diese Qualität zu feiern. Wenn ihr mir schon ein bisschen folgt, dann habt ihr vielleicht etwas Ähnliches hier am Ende eines Videos schon mal gehört, weil das tatsächlich auch etwas ist, das ich in diesem Jahr ganz besonders praktiziere. Ich bin immer schon der Mensch gewesen, der das Gute und das Positive sieht. Meine Ärztin nannte mich einmal aus vollstem Herzen eine unverbesserliche Optimistin, weil ich einfach von mir selbst heraus immer irgendwie das Gute sehe und mich daran festhalte, weil es sehr viel lohnenswerter ist. Meiner Meinung nach kommen wir damit sehr viel weiter und besser im Leben. Aber auch da ist noch Luft nach oben. Auch da kann man sich mal eine Weile darauf konzentrieren und sich nicht nur darauf konzentrieren, dass es Gutes gibt, sich daran erfreuen und sagen, ach ja, hat ja auch sein Gutes, sondern da so richtig einzutauchen in das Gute, so richtig das auszukosten und sich reinzustürzen, so mit Haut und Haar hinein in das, was man da finden kann. Das ist etwas, das ich dieses Jahr einfach vermehrt praktiziert habe und so auch diese Woche mit der verfrühten Dunkelheit und den leicht stürmischen Abenden. Manchmal war es ein lauer Sommerabend von den Temperaturen, vom Gefühl her, manchmal aber auch ein stürmischer, regnerischer, kalter, schon richtig nach Winter riechender Abend. Und ja, da habe ich gesucht und gefunden, was mir Gutes tun kann, was ich daraus für mich Gutes mitnehmen kann. Zum Beispiel koche ich mir jetzt abends gerne oder nachmittags gerne einen Tee, den ich tagsüber so nicht trinke. Ganz besondere Gewürztees oder so etwas, die vielleicht auch ein bisschen länger kochen oder ziehen. Und mache mir die ganz besonders schön zurecht und koche etwas Schönes oder ich gehe Hobbys nach, denen ich so nicht so sehr nachgehe, weil ich im Sommer doch mehr draußen bin und doch mehr draußen erleben mag. Und
finde da für mich ganz warme, süße, schöne Ecken des Tages, des Alltags, auf die ich mich inzwischen freue. Inzwischen finde ich es schön, mir tagsüber sagen zu können, heute ist mir wonach auch immer und heute Abend mache ich das. Heute Abend, wenn es dunkel wird, mache ich mir das ganz gemütlich und dann mache ich das. Darauf freue ich mich tatsächlich im Moment auch und ja, tauche da so richtig ein. Was nicht heißen soll, dass ich jeden Nachmittag und Abend zu Hause sitze, so dann leider auch nicht. Leider, weil im Moment genieße ich das sehr. Aber die Abende, Tage, Nachmittage, an denen ich da bin, weiß ich das eben ganz besonders zu schätzen. Ja, so war meine Woche und das hat mich durch die Woche getragen und ich glaube, das wird mich auch die nächsten Wochen noch weiter durch die Woche tragen. Ansonsten ist hier nicht viel Außergewöhnliches los gewesen, meine ich. Genau, ansonsten, falls doch, habt ihr das bei Instagram gesehen, da teile ich ja dann doch eine ganze Menge mit euch. Ja, falls ich das jetzt hier vergessen haben sollte, sorry, keine böse Absicht. Ich hoffe, dass du eine ganz, ganz schöne nächste Woche hast. Wie immer, schreib mir doch bitte in die Kommentare, was deine Woche erhellt hat und worauf du dich auf die nächste Woche oder in der nächsten Woche freust. Meine Aussicht für die nächste Woche ist relativ belanglos im ersten Moment. Ich glaube, es steht nichts Außergewöhnliches an, das ich jetzt schon im Vorfeld wüsste. Aber wer mich kennt, weiß, dass sich das nicht hält. Das Leben ist immer sehr turbulent hier bei mir und sehr spontan mit mir und ich muss da sehr flexibel reagieren. Insofern schauen wir mal, was die nächste Woche so bringt. Geplant ist keine größere Schandtat. Also ich wünsche euch eine ganz tolle Zeit, macht es ganz gut. Ich sende euch ganz viel Liebe und ganz viel Herzenswärme. Und dann hören und sehen wir uns hier nächste Woche wieder. Tschüss!